Haben wir Späßchen gemacht. Sehr schön. Ach, leck mich am Arsch, ey. Es tut weh. Scheiße. Gute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wie ihr seht, ich befinde mich aktuell wieder auf einer Wanderung. Und zwar befinde ich mich hier oberhalb von Wasserlich und wandere aktuell die 15,6 Kilometer des Wasserlicher Panoramasteigs. Ja, ich quäle mich aktuell hier ein Hügelchen hoch. Und ja, ich habe diese Wanderung schon mal gemacht. Und ich finde persönlich ist sie sehenswert, weil sie doch einiges bietet. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, gehe ich es nochmal und nehme euch diesmal mit. In diesem Sinne, viel Spaß. 2,74 Kilometer in 32 Minuten und ein paar gequetschte. Ist halt eine entspannte Wanderung, ich muss ja nicht rennen. Morgen ist Feiertag. Will ich auch genießen und nicht jammern, weil der alte Sack wieder Muskelkater hat. Ja, ich befinde mich jetzt hier oberhalb von Wasserlich. Vorne ist auch schon, ich glaube, das muss der Sportplatz sein. Ja, wie ihr seht, saugeiles Wetter, wunderschöner Sonnenschein, schön draußen. Die Temperaturen sind für mich noch in Ordnung, also in der Sonne lässt sich es aushalten. Ich muss zugeben, im Wald war es doch ein bisschen frisch und wenn ich das schon sage, dann heißt das schon was. Ja, hier steht Kilometer 3. Ja, könnte so etwa hinkommen. Ich habe mir übrigens angewöhnt, nachdem ich mir jetzt zweimal nach 2 Wanderungen Zecken eingefangen habe, mir die Hosenbeine regelmäßig abzukloppen, um eventuellen Zecken doch ein bisschen vorbeugen zu können. Ich hätte eigentlich mein Anti-Zeckenmittel auf die Hose sprühen sollen, aber das habe ich vergessen. Das ich euch nicht enthalten möchte. Ein wunderschönes Höhlchen. Ein Höllchen, ja. Hölle. Wie ihr seht, da könnte man sich fast schon reinlegen. So, nichtsdestotrotz, gucken wir, dass wir hier vorbeikommen. Geht es jetzt wunderschön weiter hier auf diesem verträumten Pfädchen. So, diesen Weg da unten, den bin ich vorhin gekommen. Bin dann einmal hier rum und gehe dann hier oben über diesen verträumten Pfad, den ich euch dann gleich über die 360-Kamera zeigen werde. Ich hoffe, die hängt auch hoch genug, dass ich das mal was sieht. Und nicht nur mein Schwelles. Achtung, jetzt wird's eng. Oh, leck mich doch Erde. Ich bin zu alt für so eine Scheiße. Ah, Schwein gehabt. So, und hier kommen wir zu dem ersten Stellchen, das ich richtig super finde. Ich liebe es, wenn hier irgendwelche Brücken sind, die irgendwo drüber gehen. Ich werde jetzt auch extra mal hier runter gehen und euch das mal zeigen. Huppi. Da haben wir es. Eine wunderschöne Brücke mit was auch immer da mal gewesen ist. Da haben sie anscheinend irgendwie mal versucht zu buddeln. Ich habe keine Ahnung warum. Ach, da oben ist ein Dingsbums, ein Schild. Da gucken wir mal. Silbersandhöhlen im Kästenbüsch. Es fängt schon wieder richtig scheiße an. So. Also meine Uhr zeigt jetzt 4 Kilometer. Sind vielleicht sogar schon 4,5. Warum? Weil der kleine Thilo hinten an so einem scheiß Spot stehen bleiben muss, um so ein scheiß Foto zu machen und vergessen hat, diese scheiße Uhr, eigentlich ist sie ja nicht scheiße, nochmal einzuschalten oder vielmehr den Track weiterlaufen zu lassen. Boah, ich hasse sowas immer. Das passiert mir wie oft. Es ist zum Kotzen. Es ist so zum Kotzen. Ja, das sind Dinge, mit denen ich muss leben. So. Hier haben wir jetzt die Grillhütte. Was haben wir da vorne? Kilometer 5. Echt jetzt. Ich habe jetzt 4,1 Kilometer. Mir fehlen 900 Meter. Oh, leck mich am Ärmel. Ich muss jetzt auch noch da lang, oder was? Muss ich da lang? Echt? Gucken wir mal. Ja, wahrhaftig. Dann gehen wir da lang.
nachdem ich jetzt mich ein bisschen abreagiert habe, kommen wir nun zum bequemlichen Teil. Also jetzt muss ich 900 Meter draufrechnen, die meine Uhr mir nicht anzeigt. Also sind es jetzt 5,2 Kilometer. Ja, ich reg mich manchmal schnell ab. Ihr seht immer noch wunderschöner Sonnenschein. Seit dem Brückelchen da ist auch nicht mehr viel passiert. Ich weiß, dass noch einige interessante Sachen kommen werden, weil, wie gesagt, ich habe das Ding ja schon mal gelaufen. Aber ansonsten werde ich es jetzt einfach genießen, ein bisschen durch den Wald zu tappen, die Kühle zu genießen, weil in der Sonne wird es jetzt langsam doch ein bisschen ekelhaft, gerade für jemanden wie mich, der ja da eh gerne dazu neigt zu schwitzen. So Leute, wie ihr seht, bin ich jetzt oben an dem Kapellchen angekommen. Hier ist auch der Zuweg zum Moselsteig, obwohl ich eigentlich der festen Überzeugung bin, der Moselsteig geht hier lang, warum der Zuweg steht, aber egal. So, jetzt gehen wir weiter. Da steht es nochmal, Moment, da Wasserlicher Panoramasteig, nochmal eine Übersichtskarte. Nette Infos, hier kann man natürlich auch hinfahren mit dem Auto. Sie sieht auch noch gepflegt aus, die Kapelle, also ich würde sagen, die wird auch noch benutzt, so manchmal. So. Und jetzt komme ich an die Stelle, wo ich mich das letzte Mal verlaufen habe, weil der kleine Thilo ist einfach nur gelaufen. Und irgendwann dachte ich so, ups, I did. Seht ihr? Genau das war es, was ich meinte. Dass ich ständig vergesse, diese scheiß Uhr wieder zu starten. Naja, scheiß drauf. Dann sind es halt eben ein ganzer Kilometer, der fehlt. Egal, wo war ich stehen geblieben? Ich bin gelaufen und habe nicht gemerkt, dass es woanders lang geht. So, das heißt, diesmal aufpassen, damit ich definitiv nicht die falsche Abzweigung nehme. Ah, was haben wir denn hier? Ah, ein Klangspiel. Achtung! Ah, das kann nicht wahr sein. Willkommen zur ersten deutschen Tagesschau. Hey, haben wir Späßchen gemacht. Sehr schön. Ah, leck mich am Arsch, ey. Es tut weh. Scheiße. Jetzt habe ich natürlich genau das gemacht, was ich die ganze Zeit nicht gemacht habe. Ich habe die Uhr einfach weiterlaufen lassen. Ja, ich glaube, so mit Aufzeichnung von Tracks habe ich nicht. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch keinen hochladen, weil die Leute denken so, was hat denn der Idiot da für eine Scheiße aufgenommen, ne? Ich weiß, natürlich könnte ich den jetzt auch bei Komoot korrigieren, aber dann verschießt mir das Ganze wieder bei Garmin und nee, fehlt mir halt ein ganzer Kilometer. Wunderschönes Wetter, hinter mir eine wunderschöne Blumenwiese, also was für die Veganer, ne? Hier ist genug zu essen. Ich weiß, ich werde jetzt mit Sicherheit reichlich Hate abbekommen, aber ich stehe auf sowas. So, da haben wir natürlich auch wieder einen wunderschönen Ausblick. Da hinten ist das ist die Autobahnbrücke nach Luxemburg. Ich glaube nicht, die heißt gar nicht Biberachtalbrücke, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ihr sollt ja auch was tun für euer Geld, das ihr nicht kriegt. Ja, leck mich am Arsch, hab ich mir da eben die Hand angebumst, ey. Das ist nicht mehr wahr, ey. Ja, ich habe zahlreiche Talente, auf die ich nicht stolz bin. Ich glaube, da kommen wir jetzt auch dahin, wo ich... ja. Nee, ist doch nicht. Ich dachte, das wäre der Sitz. Doch, das ist er. Da fehlt aber was. Hä? Und? Auch du ein König, auch du eine Königin. Trage deine Krone mit Würde, verinnerliche deine Besonderheit. Finde deinen Platz, den einmaligen nur für dich. Lächle dein Leben zu, setze deine neue Krone auf. Auch du eine Königin, auch du ein König. Eckbert Schlottmann. Ja, leider hat da irgendwo ein Arschloch die Krone mitgenommen. Ich weiß nicht, vielleicht für Analpenetration, ich weiß es nicht. Ich frage mich manchmal, warum sind die Leute so dumm? Jetzt gibt es ja schon so was Schönes, wo man sich auch mal ein bisschen... Ne? Es gibt viel zu viel dummes Volk hier in dem Land, auf der Welt. Egal. Naja, ich habe noch ein altes Foto. Das werde ich dann einblenden. Bitte nicht erschrecken. Da sah ich noch beschissener aus, als ich es jetzt tue.
Ja, und da könnt ihr auf jeden Fall sehen, dass es diese Krone mal gab. Ja. Ich will nicht wissen, wie oft die Krone da schon wieder neu gemacht haben, nur weil irgendwelche... Ja, ich tue dir ja nichts, ich bin ja gleich weg. Den Orchideenpfad, den wir jetzt einfach, naja, abtrampeln will ich jetzt nicht sagen, ablaufen, abgehen, abschreiten, abmoonwalken, wenn ihr wollt. Eigentlich sollten hier viele Orchideen sein, aber irgendwie, naja, ich bin jetzt auch kein Fachmann, so da seht ihr welche, Mannsknabenkraut, okay. Also, ich bin jetzt nicht gerade so der Experte, was Blumen angeht. Meine Oma hat es leider nicht geschafft, mir ihren grünen Daumen zu vererben, weil ich dachte eigentlich immer, es überspringt eine Generation. Hat es leider nicht. Aber ansonsten ist hier jetzt nicht, hier sind zwar Hummel, Rackwurz, okay. Wie gesagt, ich bin absolut null Blumenfachexperte. Deswegen ist es nett, dass die Schilder hier stehen, aber hier sind so viele Blumen und Gräser. Kleines Knabenkraut. Sehr schön. So, ich denke mal, da sind ein paar Orchideen noch mit dabei. Ja, aber ein interessanter kleiner Pfad. Ja, das einzige Problem ist, wenn einem jemand entgegenkommt, dann wird das ziemlich eng. Küchenschelle, okay. Die Schelle, die man in der Küche kriegt, sehr schön. Spinnenräkwurz. Es ist schon gut gemacht, dass man hier mitten in der Wiese so einen kleinen Pfad durchmacht. Das macht das Ganze natürlich interessanter, als wenn irgendwie stupide irgendwelche Wege ablaufen. Andererseits Zecken lassen grüßen, ne? Hatte ich ja schon erwähnt. Aber egal, da muss ich jetzt durch. So, Achtung, auf die Schnelle eine Bodenwelle. Uppala, ich mir fast noch auf die Fresse gelegt. Ja, eigentlich wäre hier jetzt nochmal eine Küchenschelle. Langsam tut das weh. Vielleicht soll ich mal die andere Backe hinhalten. 6 Kilometer. Wie der lügt. Das sind ja fast schon 7. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das 7er Schild jetzt schon gesehen habe oder ob ich dran vorbeigelaufen bin. Ah, guck mal, da kommt auch das Schildchen. Kilometer 7. Ja, naja, viel habe ich nicht dazu gelaufen. Rechts. Das war es auch schon mit dem Orchideenpfad. Hier geht es wieder ab in den dunklen Wald. So Leute, 10 Kilometer und ein paar gequetschte. Ich habe jetzt einfach mal angefangen, ein bisschen Meter zu machen, mal nichts zu filmen. Aber ich komme jetzt so ein Stellchen. Das sind so die Stellchen, die ich mir so gerne antue. Ich drehe einfach mal die Kamera. So, wie ihr seht, draußen in wunderschöner Natur, ein wunderschönes Bächlein. Geh mal ein bisschen runter. Eine wunderschöne Brücke. Und ein wunderschönes Bächlein da weiter mit einer Sitzbank. Ja, und das sind halt die Gründe, warum ich halt eben gern wandern gehe, raus in die Natur. Einfach mal ein bisschen entspannen. Naja, wenn ich mir das Dingelchen so angucke, da würde ich jetzt nicht raussaufen wollen. Da hilft auch kein Filtern mehr. So, das heißt, es müssten jetzt nur um die 5 bis 5,5 Kilometer sein, bis ich dann am Zielpunkt ankomme. Also wieder in Wasserlieg. Oh, ich denke mal, so im normalen Stündchen könnte ich das schaffen. Vielleicht auch ein bisschen länger. Wie gesagt, ich will um 18:51 Uhr wieder zurück im Wasserlieg sein. Weil sonst muss ich eine ganze Stunde auf den Zug warten und da hat der Tilo keine Lust. 10,78 Kilometer in 2 Stunden 13 und eigentlich 11,78. Ich muss den Kilometer ja noch draufrechnen, den ich nicht getrackt habe. Wie ihr seht, geht es jetzt ein wunderschönes, traumhaftes Pfädchen. Sogar hier mit Bogen drüber, sehr schön. Hinunter einen kleinen Flusslauf, aus dem ich auch nicht saufen würde. Da trollen schon die Mücken. Stechmücken, so, haut ab, ihr Biester.
Oh, das war ja schön. Moment. Ja, schwingen. So, da hinten habt ihr es. Ne? Das schöne, kleine, fließende Bächlein, das hier runter geht. Hier entlang. Und dann da. Oh, sieht das geil aus von hier oben. Ich hoffe, das kommt auf der Kamera auch gut rüber. Moment, ich hebe es mal hoch. So, jetzt ganze Blick nochmal schön weit von oben. So, nachdem ich euch jetzt dieses wunderschöne Bächlein gezeigt habe, trampelt der kleine Thilo wieder hier den Pfad hoch. Warum rede ich eigentlich immer von mir in der dritten Person? Irgendwie muss ich ja doch schon einen an der Schallmeier haben, oder? Ja, auf jeden Fall solche Wegelchen liebe ich. Jetzt geht es hier wieder runter. Auf jeden Fall guckt mal, da geht es schön runter. Geschätzt jetzt so 15 Meter. Ne? Könnten noch mehr sein. Irren ist männlich. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich kannte das ja schon, aber ich finde es trotzdem immer noch schön, hier eine Runde drehen zu dürfen. Kann man in Wasserliesch eigentlich irgendwas zu essen holen? Nö, gell? Vielleicht fahre ich auch nur bis Hauptbahnhof Trier und gehe dann in Burger King. Oh, das wäre geil. Im Burger King war ich schon lange nicht mehr. Die Pommes, obwohl ich muss zugeben, die Pommes waren früher richtig gut. In letzter Zeit haben die irgendwie nachgelassen. Ja, ich überlege es mir. Ich habe ja noch Zeit bis dahin. Und auch wieder das nächste. Ja, ob es jetzt ein Highlight ist, weiß ich nicht. Aber ich mag das. Weißt du, mit den ganzen Brücken und über Bächlein. Oh je, da hinten haben sie aber ganz schön gerodet. So an Bäumchen. Ich zeige euch das mal. Naja, ob es einen Sinn hat, weiß ich nicht. Möglich wäre es. Also jetzt immer über irgendwas ein Urteil zu sprechen, von dem man keine Ahnung hat. Ja, auf jeden Fall, wie ihr seht, wunderschönes Bächlein. Ach, ich liebe sowas. Leider kann man da nicht draus saufen, weil in Deutschland was gesperrt wegen akuter Baumsturzgefahr. Umleitung, ja, dann gehen wir da lang. Ja, ich habe ja keinen Bock, dass mir irgendein Baum auf den Kopf fällt. Ja. Es kann natürlich auch sein, dass sie auch die Bäume deswegen weggemacht haben, weil sie halt eben umsturzgefährdet sind. So. Was? Umleitung? Was? Da lang? Okay. Ja, dann schauen wir mal. Also mal gucken, dass wir da hinten irgendwo links gehen können, um eventuell dann wieder auf den Pfad. Und schade, dann ist natürlich schöner, weil so direkt am Bachlauf kommt natürlich geiler, aber naja. Gut, so habe ich natürlich ein bisschen die Möglichkeit, Strecke zu machen, aber wenn ich jetzt überlege, 18, 13, jetzt mit ganz 13 Kilometer, ist ein Flugzeug. Ich würde sagen, um 18:51 Uhr, das schaffe ich nicht mehr über den Zug, weil es sind 15,9 Kilometer. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, also sagt Komoot, könnte hinkommen. Ich glaube, bei der letzten Messung, die ich gemacht habe, waren 15,6. Aber naja, so präzise ist die Uhr jetzt auch nicht, was man auch nicht erwarten kann von so einer kleinen Uhr. Aber für die Größe ist sie präzise. Deswegen kann ich mir ganz schön viel Zeit lassen, weil der nächste Zug fährt erst um 19:51 Uhr und bis dahin ist noch richtig viel Zeit. Ah, da ist sie ja, die Umleitung. Alter Treppenwitz. Und tschüss. Ah, ist das schön. Ich weiß nicht, seht ihr das? Da mit den Hügelchen,
Bullshit. Mit den Felsen da, das hat schon sowas von einem Mini-Grand Canyon. Ah, sieht das schön hier aus. Oh, will ich am liebsten gleich mit dem Bötchen durchfahren. So, Ladies and Gentlemen. Und da habt ihr auch das Bachläuflein. Sehr schön. Da werden wir gleich mal hingehen, weil wir haben ja Zeit. So, da sind wir auch. Sogar mit einer Sitzbank. Ich glaube, ich gönne mir jetzt ein Päuschen, weil ich habe ja Zeit. Boah, guckt euch das an. Vor allen Dingen der Hall, der ist richtig geil. Oh, sieht das alles schön aus hier. Ah, da werde ich wuschig. Ja, so wuschig nur auch wieder nicht. Ja, in diesem Sinne ist nicht mehr weit. 15,76 Kilometer, so ungefähr. Und ich bin also gleich wieder am Bahnhof. Das heißt, die Wanderung ist rum, es reicht auch. Ich habe mich jetzt entschieden, ich werde in Trier nochmal aussteigen. Dann geht der Fatih nochmal schön bei Burger King essen. Das habe ich mir jetzt verdient. Und dann werde ich mich ganz gemütlich auf meine Couch zurückziehen und ein bisschen Netflix suchten. Oder vielleicht auch noch ein bisschen YouTube. Es war auf jeden Fall mal wieder eine schöne Wanderung. Es gab mehr zu sehen als jetzt hier bei der Meulenwald-Tour. Und ja, so in allem kann ich die echt empfehlen. Für alle Leute, die halt eben mal gerne so ein paar Kilometer ein Ründchen drehen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Eigentlich nichts außer, ja, danke, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn ihr mir ein Abo da lasst oder auch ein Like, würde ich mich echt drüber freuen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschö.